Du hast einen Magneten an deinem Kühlschrank. Er hält einen Einkaufszettel, eine Postkarte, vielleicht ein Foto, seit Jahren. Und dann, eines Morgens, liegt der Zettel auf dem Boden. Der Magnet hängt noch an der Tür, aber er hält nichts mehr. Du drückst ihn fester an. Er rutscht. Du drehst ihn um. Er klebt noch, aber schwächer. Irgendwann wirfst du ihn weg und kaufst einen neuen. Aber hast du dich jemals gefragt, was in diesem Magneten passiert ist? Er ist nicht zerbrochen. Er ist nicht verrostet. Er sieht genauso aus wie am ersten Tag. Und trotzdem hat er seine Kraft verloren. Die Antwort hat mit einer unsichtbaren Ordnung zu tun, die im Inneren jedes Magneten herrscht. Eine Ordnung aus Milliarden winziger Bereiche, die alle in dieselbe Richtung zeigen. Bis sie es nicht mehr tun. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Kopenhagen des Jahres 1820, wo ein dänischer Physiker während einer Vorlesung zum ersten Mal sah, wie Strom einen Magneten bewegt. Wir schauen uns an, was magnetische Domänen sind und warum ihre Ordnung so leicht zerstört werden kann. Und wir klären, warum der wahre Feind jedes Magneten nicht Hitze oder Stöße sind, sondern etwas, das in jeder Küche, jedem Keller und jedem Badezimmer lauert. Abonniere den Kanal, wenn dich die Physik hinter dem Alltag fasziniert. Im April 1820 stand der dänische Physiker Hans Christian Ørsted in einem Hörsaal der Universität Kopenhagen und bereitete eine Demonstration vor. Er wollte seinen Studenten zeigen, wie ein elektrischer Strom einen Platindraht zum Glühen bringt. Neben dem Draht lag ein kleiner Kompass. Ørsted hatte seit Jahren geahnt, dass Elektrizität und Magnetismus zusammenhängen könnten, aber er hatte den Beweis nie gefunden. An diesem Abend hatte er das Experiment eigentlich vorher testen wollen, aber ein Zwischenfall hatte ihn daran gehindert. Er entschied sich, es spontan vor dem Publikum zu versuchen. Er schloss den Stromkreis, der Platindraht begann zu glühen und gleichzeitig passierte etwas, das er nicht erwartet hatte. Die Kompassnadel neben dem Draht zuckte. Sie drehte sich, weg vom Norden, hin zum Draht. Der Ausschlag war so schwach und scheinbar regellos, dass die Studenten kaum reagierten. Die Demonstration machte keinen starken Eindruck auf das Publikum. Aber Ørsted hatte es gesehen. In den folgenden 3 Monaten wiederholte er das Experiment hunderte Male, mit verschiedenen Drähten, verschiedenen Strömen und verschiedenen Abständen. Am 21. Juli 1820 veröffentlichte er ein 4-seitiges Pamphlet auf Latein, das die Physik spaltete. Darin stand die Erkenntnis, die alles veränderte. Ein elektrischer Strom erzeugt ein magnetisches Feld. Zum ersten Mal verstand die Wissenschaft, dass Magnete keine statischen Objekte sind. Sie reagieren auf äußere Kräfte und sie können durch äußere Kräfte verändert werden. Im Inneren jedes Magneten herrscht eine Ordnung, die du nicht sehen kannst. Stell dir Milliarden winziger Kompasse vor, dicht an dicht gepackt, und jeder zeigt in dieselbe Richtung. Physiker nennen diese Bereiche magnetische Domänen. Jede Domäne enthält Billionen von Atomen, deren magnetische Momente parallel ausgerichtet sind. In einem starken Magneten zeigen fast alle Domänen in dieselbe Richtung. Ihre Kräfte addieren sich und der Magnet zieht. In einem nicht magnetisierten Stück Eisen existieren die gleichen Domänen, aber sie zeigen in alle möglichen Richtungen. Ihre Kräfte heben sich gegenseitig auf. Das Stück Eisen ist nicht magnetisch, obwohl es die gleichen Atome enthält. Der Unterschied zwischen einem Magneten und einem Stück Eisen ist keine andere Chemie. Es ist nur Ordnung. Und Ordnung kann zerstört werden. Im Jahr 1895 entdeckte der französische Physiker Pierre Curie, dass jeder Magnet eine Temperaturschwelle hat, jenseits derer er seine Ordnung vollständig verliert. Pierre Curie ist den meisten Menschen als der Ehemann von Marie Curie bekannt, als stiller Begleiter einer berühmteren Frau. Aber bevor Marie und Pierre gemeinsam die Radioaktivität erforschten, war er bereits ein anerkannter Experte für Magnetismus. Seine Doktorarbeit beschrieb, wie Wärme die magnetischen Eigenschaften von Materialien zerstört. Er fand heraus, dass bei Eisen diese Schwelle bei 770 Grad Celsius liegt. Bei Neodym-Magneten, den stärksten Magneten, die du im Alltag findest, liegt sie zwischen 310 und 400 Grad. Aber du musst die Curie-Temperatur gar nicht erreichen, um Schaden anzurichten. Ein gewöhnlicher Neodym-Magnet beginnt schon bei 80 Grad Celsius seine Domänenordnung zu verlieren. 80 Grad. Das ist die Temperatur, die im Sommer im Inneren eines geparkten Autos herrschen kann. Die thermische Energie rüttelt die Atome in den Domänen durch. Einige Domänen kippen in eine andere Richtung. Die Gesamtkraft des Magneten sinkt. Hitze ist nicht der einzige Angreifer. Ein mechanischer Stoß, ein Sturz vom Tisch, ein Schlag mit einem Werkzeug kann die Domänen ebenfalls durcheinander bringen. Die Erschütterung rüttelt die Kristallstruktur und einige Domänen verlieren ihre Ausrichtung.
Auch ein starkes äußeres Magnetfeld kann die Domänen umdrehen. Nord wird Süd, Süd wird Nord. Aber hier kommt die Überraschung. Keiner dieser Angriffe ist endgültig. Ein Magnet, der durch Hitze oder einen Stoß geschwächt wurde, kann remagnetisiert werden. Du legst ihn in ein starkes Magnetfeld und die Domänen richten sich wieder aus. Europäische Spezialfirmen erreichen dabei bis zu 95% der ursprünglichen Kraft. Selbst nach Überschreitung der Curie-Temperatur ist das möglich, solange die Kristallstruktur des Metalls intakt geblieben ist. Hitze schwächt, Stöße schwächen, aber sie töten nicht. Es gibt nur einen Feind, gegen den kein Magnet eine Chance hat. Neodym-Magnete sind die stärksten Permanentmagnete, die die Industrie kennt. Ein einziger Neodym-Magnet in der Größe einer Münze hält das 10-fache dessen, was ein gleich großer Ferritmagnet schafft. Aber diese Kraft hat einen Preis. Die Legierung aus Neodym, Eisen und Bohr ist extrem anfällig für Korrosion. Sauerstoff dringt in die Kristallstruktur ein. Wasser beschleunigt den Prozess. Ein unbeschichteter Neodym-Magnet in feuchter Luft korrodiert schneller als ein Stahlnagel in Salzwasser. Das Heimtückische: Du siehst es nicht. Die Oberfläche wirkt wochenlang intakt, aber im Inneren zerfällt die Kristallstruktur Atom für Atom, Domäne für Domäne. Irgendwann ist der Schaden so groß, dass die Domänen sich nicht mehr ausrichten lassen. Keine Remagnetisierung hilft. Die Struktur, in der die Ordnung einmal existiert hat, existiert nicht mehr. Deshalb werden industrielle Neodym-Magnete mit Nickel, Zink oder Epoxid beschichtet. Die Beschichtung hält den Sauerstoff und das Wasser fern. Billige, unbeschichtete Magnete, wie sie in großen Mengen aus chinesischen Fabriken kommen, haben diesen Schutz nicht. In Deutschland stecken solche Magnete in E-Bike-Motoren, die im Winter in feuchten Kellern stehen, in Werkzeughaltern, die in Garagen hängen, in denen Kondenswasser an den Wänden steht, in Spielzeugen, die auf regennassen Terrassen vergessen werden. Sie funktionieren am ersten Tag einwandfrei. Und sie versagen, ohne Vorwarnung, sobald die Feuchtigkeit ihren Weg gefunden hat. Unter kontrollierten Bedingungen, trocken, unter 80 Grad, ohne mechanische Belastung, verliert ein hochwertiger Neodym-Magnet weniger als 5% seiner Kraft in 100 Jahren. Das ist langsamer als jeder andere Alterungsprozess, den du in deinem Haushalt findest. Dein Kühlschrankmagnet stirbt nicht an Alter. Er stirbt an dem, was zwischen ihm und der Luft in deiner Küche passiert. An Kondensation in kühlen Nächten, an der Feuchtigkeit, die aus einem offenen Kochtopf aufsteigt, an dem Rost, der sich unter seiner Oberfläche bildet, während du schläfst. Ein Ferritmagnet, der billige schwarze Magnet, den du als Kind auf dem Schulhof hattest, ist gegen all das immun. Er ist 10-mal schwächer als Neodym, aber er korrodiert nicht. Er überlebt Wasser, Hitze, Stöße und Jahrzehnte in einer Werkzeugschublade, ohne einen Bruchteil seiner Kraft zu verlieren. In den Gondeln moderner Windkraftanlagen stecken Neodym-Magnete, die Tonnen wiegen und Megawatt erzeugen. Sie arbeiten in 100 Metern Höhe, bei Regen, Sturm und Salzluft. Jeder einzelne ist dreifach beschichtet, klimatisiert und mit Sensoren überwacht, die seinen Zustand in Echtzeit an eine Leitstelle melden. Der Aufwand, einen starken Magneten am Leben zu halten, übersteigt oft den Aufwand, ihn herzustellen. Die größte Schwäche des stärksten Magneten der Welt ist ein Wassertropfen.